Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute versuche ich es mal wieder mit meiner Stimme. Schön, dass euch das letzte Video gefallen hat, als meine Frau für mich eingesprungen ist. Im November-Video zur aktuellen Lage gab es einige Kommentare, die das Video für zu viel Werbung und zu wenig Inhalt kritisiert haben. Diese Kritik nehme ich gerne an und versuche zukünftig eine bessere Balance zu finden. Zugegeben, es war das erste Video nach 4 Wochen und dafür recht kurz und die Hälfte davon mit Werbung in eigener Sache. Ich möchte dennoch daran erinnern, dass die Inhalte hier auf dem Kanal komplett kostenlos zu sehen sind und ich durch den Vertrieb von kubanischen Kaffee nun mal auch das Thema Kuba bediene. Das mag den einen oder anderen nicht gefallen, aber gerade während einer Gründungsphase gehört es nun mal dazu, dass man alle Vertriebskanäle ausspielt. Aber wie gesagt, ich habe die Kritik gelesen, gehört und angenommen. Bitte hier um etwas Verständnis. Die zukünftigen Videos zur aktuellen Lage werden wieder inhaltsvoller sein, so wie ihr es gewohnt seid. Nun aber zum Thema des heutigen Videos. Herr Rau reist, so schmeckt die Welt. Kuba. Herr Raue reist, so schmeckt die Welt, ist eine Reisekochsendung mit dem Sternekoch Tim Raue. Diese Sendung wird auf Magenta TV ausgestrahlt und befindet sich somit hinter einer Paywall. Nichtsdestotrotz wird der ein oder andere den Zugang haben, wie auch ich. Und ja, somit habe ich mir die Sendung auch mal angeschaut, als Herr Raue in Kuba war. Mit dieser Folge startet nämlich die aktuelle Staffel. Wie ist das Ganze aufgebaut? Er reist ins jeweilige Land, also in unserem Fall nach Kuba. Dort besucht er verschiedene Restaurants bzw. allgemein Foodspots und lässt sich von der Küche inspirieren. Wieder zurück in Deutschland kocht er diese Varianten für einen ausgewählten Gast nach. In der Kuba-Folge war es Jorge González. Willkommen in Kuba. Herr Raue reist und besucht diese pulsierende Insel im türkisen Karibischen Meer, welche bekannt ist für einen Mangel an Waren, aber einen Überschuss an Lebensfreude. Auf der Inspirationsreise für sein 4-Gang-Menü besucht Tim Raue ein Kinderhilfsprojekt, wo er emotional an seine Grenzen stößt. Eins ist klar, die es jetzt hier trifft, die Kinder, die können nichts dafür. Hola. Hola, buenos días, señor Tim. Bienvenido. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn jemand, wo ich ein kleines Kind war, mich so um mich gekümmert hätte, wie Sie es hier machen. Das finde ich sehr, sehr großartig. Ja. Sí, ahí ve. Ella es Chefa. Sie muss keine Angst haben, nur weil ich dick bin, esse ich nicht alles auf. In Deutschland haben wir kein Reis und Bohnen, sondern wir essen Kartoffeln. Dieser Congri, also die Mischung aus Reis und den Bohnen, die sie hier gekocht hat, das hat einfach so einen warmen, liebevollen Geschmack. Und es erinnert mich einfach daran, wenn meine Oma Kartoffeln für mich gekocht hat oder Kartoffelpüree. Ich bin bei Oma und die füllt nicht nur meinen Magen, sondern die hat mir, genauso wie natürlich mein Großvater, Respekt beigebracht, Anstand beigebracht. Das waren Dinge, die für mich dann später im Leben wirklich elementar waren. All seine Eindrücke fließen in sein Tim Raue 4-Gang-Menü ein, welches in Berlin von Deutschlands Lieblingskubaner und Let's Dance-Juror Jorge González auf Herz und Nieren geprüft wird. So, was haben wir da? Schwein ist meins. Und es gab einen Koch in unserem Hotel und sein Schweinefleisch mit grünem Sofrito, mit ein bisschen Knoblauch, mit viel frischem Lorbeer drauf. Und ich habe versucht, meine Version von Congri zu kochen, also Reis und Bohnen. Ja. Ich koche mit beiden eigentlich nicht. Ja, ja. Weil das ist nicht typisch hier, der Bohnen, ne? Für mich überhaupt gar nicht. Und ich finde aber, dass das zusammen mit dem Fleisch ganz gut funktioniert. Sehr typisch für der Kuba ist der Arroz con Gris. Jeder hat eine Art auf Kuba, das zu kochen. Meine Oma, die typische ist. Sehr lecker, el sofrito. Danke. Das Sofrito. Ja, sehr lecker.
Aber jetzt bin ich auf das Congri gespannt, ob du das magst. Ich will es nicht wissen. Wir gucken. Aha. Der Gabel geht drin. Doch, die sind weich. Warte Auch mal. hör auf. Warte mal. Ja. Omi, du musst hier kommen. Omi, Hilfe. Tim Raue ist ein Sternekoch aus Berlin. Er betreibt mehrere Restaurants, hat mehrere Buchpublikationen und ist in den letzten Jahren vor allem neben Tim Mälzer auch in der TV-Landschaft vertreten. Mit seiner eigenen Sendung Herr Raue reist, so schmeckt die Welt, reist er um die Welt und entdeckt die verschiedenen Landesküchen. Nun war er auch in Kuba. Er war in 3 privaten Restaurants, also Paladares, in Havanna beziehungsweise auch einmal außerhalb unterwegs und hat sich die dortigen Gerichte angeschaut, mitgekocht und auch probiert. Nebenher besuchte er noch die Floridita und trank einen Daiquiri. Er besuchte eine Zigarrenfabrik und machte eine Stadtrundfahrt in einem Oldtimer. Dazu kam noch ein Besuch eines Kinderhilfsprojekts der Kuba-Hilfe. Hier verlinke ich mal die Website zu der Hilfsorganisation. Schaut dort gerne mal vorbei. Schön war anzusehen, dass ja aktuelle Informationen zur hiesigen Situation in Kuba vermittelt wurden. Die notwendige Improvisation und das nicht nur in der Küche, die angespannte Versorgungslage in allen Bereichen des Landes und auch die Währungssituation mit den verschiedenen Wechselkursen. Wobei ich hier sagen muss, dass diese Thematik aus meiner Sicht also als einziges nicht sehr gut erklärt wurde. Aber gut, insgesamt wird kein geschöntes Bild vermittelt, es wird aber auch nicht Polemik betrieben. Man hat eine nüchterne, objektive Sicht auf die Dinge und das hat mir sehr gefallen. Insgesamt kann ich zumindest diese Folge jedem Kuba-Interessierten ans Herz legen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch die Sendung gerne an. Hiermit erhaltet ihr also meinerseits eine klare Empfehlung für Tim Raue reist, so schmeckt die Welt, Kuba. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Schau auch gerne in meine anderen Videos rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.